Na, Großer? Alles klar? Ja. Schön, dass du hier bist. Du hast ein paar Fragen für mich vorbereitet. Ja. Und, meinst du? Aufgeregt? Nee, muss nicht sein. Keine Sorge, kriegen wir gemeinsam hin, okay? Und alles, was nicht gut läuft, drehen wir einfach nochmal, machen wir nochmal neu. Wie hast du es geschafft, Fußballprofi zu werden? Oh, ich glaube, dass ich talentiert war, aber ich hatte noch viel mehr Ehrgeiz und Lust und Wille, was zu bewegen und hinterher natürlich auch mein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich hatte immer die große Gier gehabt, in so einem großen Stadion zu spielen. Und ich hatte einmal die Möglichkeit gehabt, mit so einem kleinen Verein, mit meinem Heimatverein, Sportfreunde Eisbachtal, das ist ein 2000 Seelen Einwohnerdorf, im Waldstadion damals zu spielen bei Eintracht Frankfurt. Und ja, das war super cool für mich. Und dadurch hatte ich immer das Ziel gehabt, auch mal wieder im großen Stadion spielen zu dürfen. Hast du als Kind auch mal richtig schlechte Spiele gehabt? Bei dem einen Spiel, was ich dir gerade erzählt habe, habe ich, glaube ich, 11:0 verloren. Hast du dich dann richtig geärgert und auch mal geweint, wenn ihr verloren habt? Beides. Also richtig geärgert und natürlich auch geweint, weil ist ja auch normal, dass du dann einfach total aufgebracht bist und dass du einfach so denkst, so, hey, das gibt's doch gar nicht. Und warum lassen die mich denn hier im Stich und warum sind die anderen so gut und warum machen wir nicht irgendwas? Und das war dann schon nicht ganz einfach, aber das bringt einen dazu, immer wieder an sich zu glauben, an sich zu arbeiten und vieles halt eben hineinzusetzen auch und ja, seinen Zielen hinterher zu verfolgen und auch alles dran zu setzen, dass man halt eben besser wird. Dürften deine Kinder auch Fußballprofi werden? Und wenn sie es wollen, gerne. Aber sie müssen es nicht, das ist das Entscheidende. Also für mich ist es entscheidend, dass sie einfach Sport treiben. Ich habe ja, viel Freude daran, dass mein Sohn Fußball spielt und er kann so lange Fußball spielen, wie er will, mit seinen Kumpels, ohne Druck, ohne Verpflichtung. Hauptsache, er treibt Sport und am liebsten Teamsport und das Ganze in der frischen Luft, weil ich glaube auch, dass heutzutage Playstation und Handy, hast du schon eins? Aber ich spiele ganz selten. Ich spiele gar nicht. Ne? Na, das ist schon mal vorbildlich, das finde ich gut. Was war für dich der größte Moment als Fußballspieler? Meine erste deutsche Meisterschaft 2011 hier mit dem Verein, weil das war der erste große Titel und das war der Stolz von mir selber, was erreicht zu haben, was Besonderes. Hier natürlich auch mit der Region, muss man auch dazu sagen, mit Dortmund, ein super cooler Club, überragende Fans, geiles Stadion und wenn du dann die Möglichkeit hast, hier die Schale hochzuhalten, war es natürlich was ganz Besonderes. Aber ich bin auch Weltmeister geworden 2014, ist natürlich eigentlich ein größerer Titel. Aber ich finde halt den ersten Titel, den man so gewinnt, mit ganz viel Fleiß und ich habe damals auf so einem Ascheplatz, das ist so ein Hartplatz, so auf roter Erde, begonnen und es war alles staubig, alles schwer, mein Knie war verletzt und ich hatte auch nicht nur Freunde unterwegs auf dem Weg zum Fußballprofi und deswegen war es schon was Besonderes für mich. Hast du als Kind mal einen Ball ins Gesicht gekriegt und geweint? Bestimmt öfters. Als Profi war ich das noch. Dann gibt's ja eine Szene auch im Wembley, im Champions League-Finale, als mir ein Robben reinschoss ins Gesicht. Da hast du aber ganz viel Adrenalin. Das ist so Anspannung, da merkst du es nicht. Als Kind werde ich bestimmt auch den einen oder anderen Ball mal abgekriegt haben. Hattest du schon mal keine Lust auf ein Training oder ein Spiel? Ich glaube eher nicht. Aber ich will es nicht ausschließen, dass ich als Kind irgendwie in deinem Alter auch mal gesagt habe, boah, heute ist so warm und auf dem Ascheplatz und alle anderen Jungs sind im Schwimmbad und ich bin der Einzige, der aus dem Schwimmbad raus muss und muss zum Training auf diesen Hartplatz. Das war manchmal auch unangenehm. Aber ich habe es gemacht. Was muss man als Fußballprofi essen? Gesund. Ausgewogen, gesund. Aber die gute Nachricht ist, Süßigkeiten gehören auch mal dazu. Also es sagt keiner was dazu, wenn man mal ein Eis isst oder mal ein Stück Schokolade. Alles in Maßen, aber das Wichtigste ist halt eben, dass du dich gesund ernährst, ausgewogen, dass die Balance stimmt. Dann kannst du abends mal ein Eis essen oder ein Stück Schokolade oder mal eine Tüte Chips, eine kleine. Ist es schön oder doof, so berühmt zu sein? Das ist immer eine Wertschätzung, habe ich gestern zu jemandem gesagt. Ich war gestern beim Arzt gesessen und dann sprach mich eine Frau an und fragte nach einem Autogramm und nach einem Foto. Und fragte mich aber zeitgleich, nerv ich sie damit? Da sage ich, nein, das gehört bei mir dazu. Und hinterher muss ich auch sagen, ist es ja eine Wertschätzung. Ich bin jetzt, keine Ahnung, circa 8 Jahre raus aus dem Fußballgeschäft.
Man muss mich nicht mehr unbedingt kennen, aber viele kennen mich halt. Und hinterher muss man auch sagen, die Leute schätzen das, was man mal geleistet hat. Was war der beste Tipp, den du je bekommen hast? Gute Frage. Ehrlich sein, ehrgeizig sein, Ziele vor Augen haben, auch träumen zu dürfen, ist auch wichtig. Und dann hinterher natürlich auch dann selber versuchen, die Dinge umzusetzen. Und wie fandst du das Interview jetzt? Das war cool. Ich war ein kleines bisschen aufgeregt. Ich wusste nicht, welche Fragen du stellst. Es gibt ja auch Reporter und Journalisten, die nicht immer ganz so nett sind wie du.